Hallo und herzlich willkommen zu diesem Erklärvideo. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie ganz einfach einen Google Street View Rundgang in Ihre eigene Webseite einbetten können. Erst finden wir den passenden Startpunkt für Ihren Rundgang. Als nächstes generieren wir den Code, welcher in Ihre Webseite eingebettet wird. Dann werden wir diesen in Ihre Webseite einfügen. Und zuletzt ändern wir die Dimensionen des Anzeigefensters. Öffnen Sie als erstes Google Maps. Es ist wichtig, dass Sie die Kartenapplikation wählen, denn in der Google-Suche selbst ist dies nicht möglich. Geben Sie im Suchbalken Ihren Geschäftsnamen ein und klicken Sie darauf. Jetzt erscheint der Eintrag zu Ihrem Geschäft. Klicken Sie oben auf das Foto. Navigieren Sie zum Punkt Street View und 360-Grad-Fotos und suchen Sie das passende Bild, welches Sie auch gleich anklicken. Dieses Bild ist bereits Teil Ihres Rundganges. Suchen Sie die Ansicht, welche Sie auf Ihrer Webseite als Start zeigen wollen. Im Drei-Punkte-Menü oben links wählen Sie den Punkt Bild teilen oder einbetten. Im Teilen-Fenster gehen Sie auf Karten einbetten. Hier finden Sie den Code, welchen Sie in Ihre Webseite integrieren können. Im Auswahlmenü klicken Sie auf den Punkt Benutzerdefinierte Größe. Ändern Sie die vorgegebenen Werte nach Ihren Bedürfnissen ab und wählen Sie Vorschau der Kartengröße. Das jetzt erscheinende Fenster entspricht der effektiven Größe, welche auch auf Ihrer Webseite angezeigt wird. Kopieren Sie den HTML-Code. Der virtuelle Rundgang soll auf der Webseite unter dem Logo angezeigt werden. Im HTML-Editor suchen Sie die passende Stelle und fügen den Code ein. Nach dem Speichern öffnen Sie den Browser wieder und aktualisieren die Seite. Der virtuelle Rundgang steht jetzt am gewünschten Ort bereit und kann begangen werden. Um die Dimensionen der virtuellen Tour zu ändern, passen Sie die Werte im HTML-Editor an. Werden diese nur als Zahl angegeben, so interpretiert sie der Browser als Pixel. Für eine dynamische Anzeige können Sie aber auch einen Prozentwert einfügen. In diesem Fall wählen wir 100%. Bei einer WordPress-Seite gehen Sie genau gleich vor, wobei Sie dort den Code einfach in einem HTML-Block einfügen. Das war's auch schon. Sie haben gesehen, wie Sie in wenigen Schritten einen Google Street View Rundgang in Ihre Webseite einbetten können. Bei Fragen oder Anregungen hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Auch freuen wir uns über ein Like. Bis zum nächsten Mal.